Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal von Berotec Motorrad. Heute wieder mit einem kurzen Werkstattvideo und zu Gast haben wir eine Suzuki DRZ 400 SM, Baujahr 2006. Wir hatten ja vor einiger Zeit die 2025er DRZ hier. Jetzt also das Vorgängermodell, wie gesagt Baujahr 2006. Auch hier haben wir unseren Kumpan dran installiert mit den Funktionen Drehzahl, Öldruck und eine Spannungsanzeige sowie Motortemperatur. Wir zeigen euch kurz, wie die Einbauschritte sind, dass das für euch ersichtlich ist. Schauen uns vorher noch einmal das Display hier vorne an, wie wir es installiert haben, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das nachher aussehen sollte. Das ist jetzt unser Layout, das wir gewählt haben. Dann haben wir hier die Druckanzeige, Spannungsanzeige, Drehzahlanzeige, Motortemperatur und Umgebungstemperatur. Genau, und dann gehen wir mal hier vorne hinter die Lampenmaske. Die haben wir schon demontiert. Hier haben wir den Stromanschluss hergestellt, und zwar sind wir hier mit diesem Zwischenstecker, in diesen dreipoligen Stecker haben wir uns da eingeklinkt, der hier vorne liegt. Da seht ihr dieses orangefarbene, schwarz-weiße und rote Kabel. Dieser Zwischenstecker, der liegt im Set für die DRZ bei. Den müsst ihr also nicht separat kaufen, den einstecken und dann habt ihr diese beiden Stromanschlüsse. Das sind dann 12 Volt geschaltet, also mit der Zündung geschaltet. Und hier haben wir dann unsere ganzen Stromanschlüsse abgenommen. Und zwar ist es einmal der Kumpan. Kabelstrang haben wir hier entlang entlegt, also an den bestehenden Stromkabeln, die hier hochführen. Die kommen dann hier unten raus. Hier haben wir dann noch dieses Spiralband drum gemacht, dass das Ganze schön aufgeräumt ist. Das ist also einmal der Stromanschluss vom Kumpan. Die anderen beiden, das sind die Zusatzmodule, also Öldruck und 12 Volt Anzeige. Das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und wenn ihr das angeschlossen habt, dann natürlich wieder hier alles schön aufräumen. Das ist ja dann hier ein bisschen geschützt. Also so zusammenwickeln, Lampenmaske kann wieder dran. Das ist relativ schnell erledigt. Und dann gehen wir weiter runter an den Motor. Wir haben hier unten, so wie bei der 2025er auch, die Öltemperatur hier vorne abgenommen. Und das ist auch ein M10x1,25 Temperatursensor. Der Sensor ist hier vorne wunderbar geschützt durch den Rahmen einmal. Je nach Zugänglichkeit muss man dann einmal den Unterbodenschutz hier entfernen. Ja, das seht ihr, dass man da rankommt. Dann kann man den da einschrauben, Unterbodenschutz wieder montieren. Und dann ist das soweit fertig. Direkt daneben sind wir hier beim Öldrucksensor. Und das ist die Originalposition, wo auch Suzuki jetzt das vorgesehen hat, dass man da den Öldruck messen kann. Bei der DRZ, bei der alten, ist es so, dass es keinen Öldruckschalter. Also wenn jetzt der Öldruck abfällt, wirst du nicht oben im Cockpit informiert. Deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man den Öldruck messen kann. Und bei den alten Motoren gab es auch noch ein Problem, dass das Pumpenrad von der Ölpumpe verschleißen konnte, also die Flügelräder, und dann haben die wurde nicht mehr genug Öldruck aufgebaut. Und dann kam es halt zum Motorschaden, weil eben nicht genug Öldruck vorhanden war und die Bauteile nicht mehr genug geschmiert werden konnten. Deswegen hier unten Öldrucksensor installieren. Das ist also super hilfreich, gerade bei dem Modell. Da ist hier vorher dann eine Blindschopfenschraube drin. Die können wir dann wechseln gegen unseren Öldrucksensor. Dann einfach auch hier den Stecker dann anbringen. Das ist dann alles in dem Zusatzmodul Öldrucksensor enthalten, also der passend dann für die DRZ ist aber ein separates Produkt. Den Kabelstrang dann einfach auch hier an den bestehenden Kabeln entlang nach oben verlegt. Hier sind auch schon so Kabelbinder dran, die haben wir einmal geöffnet. Und wir haben hier auch noch diesen Hitzeschutzschlauch an unserem Kabelstrang dran. Wir sind hier im Bereich vom Krümmer auch, Motor, heiße Komponenten, deswegen ist das ganz hilfreich. Und dann auch hier ja, einfach hoch verlegt, hinter dem Kühler lang, das alles so ein bisschen gebündelt. Und dann die Kabel hier oben hingeführt. Und da dann noch genau die Steckverbindung hergestellt. Auch hier in dem Bereich seht ihr, haben wir noch diesen Spiralschlauch angebracht, dass die Kabel hier einfach nochmal zusätzlich geschützt sind und auch gebündelt und aufgeräumt sind. Das ist sehr hilfreich. Und dann seht ihr jetzt hier noch ein Kabel rauskommen. Das ist das schwarze Kabel, das für das Drehzahlsignal. Also das kommt von oben vom Cockpit in diese Richtung. Haben wir auch hier entlang verlegt. Dafür offensichtlich haben wir einmal den Tank montiert. Das sind die zwei Schrauben hier hinten. Dann könnt ihr das Kabel hier unten lang entlegen, auch unter den bestehenden Kabelbindern durch. Einmal hier lang führen. Und hier hinten an diesem Stecker können wir dann das Drehzahlsignal abnehmen. Und zwar ist das hier das weiße Kabel. Und das ist mit diesem Abzweigverbinder, der diese Gelfüllung auch hat.
dann angeschlossen, also unser schwarzes Kabel bis zum Kumpan geht. Ihr seht hier, die Fettfüllung ist ausgetreten, das heißt, die Kontaktstelle ist auch abgekapselt, dass es hier nicht zu einer Korrosion bekommt. Ja, wir haben jetzt noch einmal den Tank montiert, dass wir sie auch starten können. Jetzt machen wir einmal die Zündung an. Ja, wunderbar. Also wir sehen jetzt hier oben, haben wir die Druckanzeige aufgelegt. Bei dem Druck ist so die Werksangabe von Suzuki, dass bei 60 Grad Öltemperatur und 3000 Umdrehungen der Druck 0,4 bis 1,4 bar betragen sollte. Also das könnt ihr dann mit unserer Anzeige hier überprüfen, ob sich das alles so verhält und ausreichend Öldruck auch vorhanden ist. Hier unten links dann die Spannungsanzeige und Drehzahl, Öltemperatur, Umgebungstemperatur. Jetzt stellen wir noch einmal kurz zwei andere Displays ein, dass ihr seht, welche Display-Layouts ihr auch nehmen könnt. Andere Anordnung der Daten. Und dann nehmen wir vielleicht auch noch das Tech-Display. Wenn ihr nur zwei Werte anzeigen wollt, würde das so aussehen. Genau, und dann seht ihr jetzt hier auch schön, wenn der Öldruck abfällt, wird das Ergebnis dann rot ausgegeben, also als Warnung. Dann wisst ihr Bescheid, ihr solltet mal nach dem Motor schauen. Genau, wie immer, das wird auch alles dokumentiert auf unserer Internetseite. Ihr findet eine Bedienungsanleitung für unser Gerät und auch eine Einbauanleitung, eine separate. Wenn ihr noch Fragen habt zu Details, Einbausituationen oder sonst irgendwas, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Freuen wir uns auf eine Rückmeldung auch. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, gute Fahrt. Ciao.